ihr wirklich da? Ich versuche wieder mal. Guten Morgen. Das ist viel besser. Manchmal fühlt man sich ein bisschen alleine hier vorne. Und so ist es gut zu wissen, dass es gibt zumindest einige, die mitlauschen. Ich kam sehr gut zurecht mit Christopher Hitchens. Und irgendwie hatte ich ein gewisses Verständnis für ihn. Er war Reporter. Er ist um die Welt gefahren. Nach und nach hat er religiöse Kriege beobachtet. Und seine Erfahrung von Religion war äußerst negativ. Stell dir es mal vor, als junger Mann, 23, glaube ich, hat er einen Telefonruf bekommen. Er muss nach Venedig fahren, dort das Leichnam seiner Mutter zu identifizieren. Und seine Mutter ist in einem Suizidpakt mit einem ehemaligen Priester eingegangen. Was für ein Eindruck von Religion hat das dem jungen Christopher Hitchens vermittelt? Ich betone noch einmal, ich hatte Verständnis mit ihm. Wir gingen vor dem Publikum ganz hart, das ist klar, keine Kompromisse. Aber hinter den Kulissen hatte ich mehrere sehr tiefgehende Gespräche mit ihm. Der neue Atheismus hat Gott im Fadenkreuz gestellt. Und die Auswirkung des neuen Atheismus in Europa und zunehmend in Amerika ist sehr groß. Ein Viertel der Befragten, wie wir gestern Abend gehört haben, sagen, dass sie jetzt Atheisten sind, wegen Dawkins und Hitchens und so weiter. Ich gehe in vielen sehr vornehmen Schulen in England und zunehmend merke ich, wie die jungen Leute alle Gottes Wahn gelesen haben. Die haben die Argumente gehört, die haben die Argumente gar nicht durchgedacht, aber die bringen diese Argumente. Und daher haben sie Gott abgelehnt. Die Säkularisierung der Gesellschaft in Europa geht sehr schnell voran. Und die Autorität der Naturwissenschaft in der Kultur ist so groß. Zum Beispiel als Stephen Hawking sein Buch mit Leonard Mlodinow, sein Buch Der große Entwurf, veröffentlicht hat. Ein junger Mann hat mir geschrieben, er hätte auf irgendein Plakat ein Statement von Hawking gelesen, wo es hieß, die Physik zeigt, dass es keinen Platz noch für Gott gibt. Und dieser junge Mann hat mir geschrieben folgendermaßen: Wenn Hawking sagt, dass es keinen Gott gibt, wer bin ich, etwas dagegen zu sagen? Und das war die Provokation für mich, mein Buch über Hawking zu schreiben. Einfach deutlich zu machen, dass die Argumente, obwohl sie von wahrscheinlich dem berühmtesten lebendigen Naturwissenschaftler kommen, sehr dünn sind und nicht stichhaltig sind. Aber der Druck ist gewaltig. Und dieser Druck ist ein Versuch, euer Glauben zu privatisieren. Wenn ihr glauben wollt an Gott, gut, aber bitte im Privat. Das ist keine öffentliche Sache. Und ich plädiere für ein öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens an Gott und Jesus Christus. Wir müssen es nicht zulassen, dass wir zum Schweigen gebracht werden.
Nun, der neue Atheismus ist ein sehr starker Strom. Als Hawking seinen großen Entwurf veröffentlicht hat, Richard Dawkins war total entzückt. Und er hat gesagt über Gott, Darwin hat ihn aus der Biologie verbannt. Doch die Physik war sich noch unsicher. Nun versetzt Hawking ihm den Gnadenstoß. Jetzt ist Gott aus der Biologie verbannt und auch noch aus der Physik. Für ihn gibt es keinen Platz mehr. Es gibt die neuen Atheisten seit einiger Zeit und in einem trivialen Sinn sind sie nicht mehr neu. Ihre intellektuellen Argumente sind kaum neu. Die sind dieselben alten Argumente, aber der Ton und der Nachdruck der neuen Atheisten ist ziemlich neu. Christopher Hitchens hat mal gesagt, ich bin weniger ein Atheist als vielmehr ein Antitheist. Das heißt ein Gottesgegner. Und diesen Ton merkt man immer mehr. Nicht bloß, dass sie die Existenz eines Gottes ablehnen, sondern dass sie gegen Gott sind in allen Formen und wollen Gott aus der Welt verbannen. Und daher ermutigt Dawkins ein Respektverlust für die Religion. Er sagte, ich habe den Respekt vor der Religion, der uns wie mit einer Gehirnwäsche eingebläut wurde, endgültig satt. Christopher Hitchens wieder, die Religion vergiftet alles. Und in Toronto, unter Beifall, hat er Folgendes gesagt. Ich finde, die Religion sollte mit Hohn, Hass und Verachtung behandelt werden. Und dieses Recht nehme ich in Anspruch. Und Sam Harris hat geschrieben, unsere Absicht ist es, den geistigen und moralischen Anmaßungen des Christentums in seiner pflichtversessensten Form den Boden zu entziehen. Warum so aggressiv? Also, wenn man die neuen Atheisten selber fragt, die Antwort sehr oft ist, 9.11. hat uns radikalisiert. Und der Spiegel hat mal ein Leitartikel mit dem Titel Gott ist an allem schuld. Und ich zitiere aus dem Spiegel, ohne die Anschläge auf New York und Washington gäbe es keinen neuen Atheismus. Ob das wahr ist oder nicht, bin ich nicht ganz sicher. Aber es war interessant, das Titelbild in dieser Ausgabe der Spiegel zeigte die Zwillingtürme in New York. Und die Logik des neuen Atheismus ist sehr einfach und daher für viele attraktiv. Stellen wir uns ab Dawkins mit John Lennon, nicht John Lennox, mit John Lennon eine Welt vor, in der es keine Religion gibt, keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben, Kroaten, Muslimen, keine Verfolgung von Juden als Christusmörder, keine Probleme in Nordirland, keine Ehrenmorde und so weiter und so fort. Und diese Botschaft spricht natürlich einer Welt, die seit den von Extremisten verübten fanatischen Terroranschlägen in Angst lebt, besonders an. Wer von uns, abgesehen von den Gewalttätern selbst, hätte nicht gerne eine Welt, die frei von solchen Schrecken ist? Und die meisten von uns würden ohne Zögern den neuen Atheisten dann zustimmen.
dass einige Aspekte der Religion oder der Religionen problematisch sind, äußerst problematisch. Wie könnten wir religiöse Extremisten respektieren, die junge Männer und Frauen dazu anstiften, sich als lebendige Bomben den sofortigen Zugang zum Paradies zu sichern? Die neuen Atheisten tun völlig recht daran, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Besonders in Gesellschaften, in denen die Gefahr besteht, dass der öffentliche Diskurs aufgrund der politische Korrektheit zum Erliegen kommt. Und so, die einfache Analyse ist, Religion ist das Problem für unsere Welt. Lösung, Religion auszulöschen, eindeutig klar. Und wie wird es gemacht? Erstens durch die kulturelle Kraft der Naturwissenschaft. Steven Weinberg, ein Nobelpreisträger für Physik und sehr, sehr bekannt, sagt, die Welt muss aus dem schier endlosen Albtraum der Religion aufwachen. Wir Wissenschaftler sollten alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Griff der Religion zu schwächen. Das könnte sogar unser größter Beitrag an die Zivilisation sein. Alles in unserer Macht Stehende sollten wir tun. Das ist schrecklich, sowas zu hören. Wo sind die ethischen Grenzen? Keiner, soweit ich lesen kann. Religion ist so ein Gift für diese Leute, dass alles muss gemacht werden, um das zu Ende zu bringen. Dawkins im Vorwort zu seinem Buch Der Gotteswahn schrieb, wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Selbst wenn er in seinem nächsten Satz zugibt, dass diese Hoffnung schlichtweg vermessener Optimismus sein könnte. Und er hat recht dort. Das Lesen seines Buches hat meinen Glauben äußerst gestärkt, weil die Argumente dort waren so viel schwächer, als ich überhaupt gehofft hätte. Aber das ist eine andere Geschichte. 2006 war ein wichtiges Jahr in dieser Hinblick. Es gab eine Konferenz in La Jolla in Kalifornien, jenseits des Glaubens, Wissenschaft, Religion, Vernunft und Überleben. Und diese Konferenz hat sich 3 Fragen gestellt. Sollte die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die Religion abschaffen? Zweitens, was sollte die Wissenschaft an die Stelle der Religion setzen? Und dann drittens, können wir ohne Gott gut sein? Also, hier sind 3 Fragen, die sind sehr interessante Fragen. Sollte die Wissenschaft die Religion abschaffen, ist eine moralische Frage. Was sollte die Wissenschaft an die Stelle der Religion setzen? Ist interessant, weil die Voraussetzung ist, dass nur die Naturwissenschaft in der Lage ist, die Religion zu ersetzen. Keine andere Quelle der Information oder was weiß ich, nur die Naturwissenschaft. Aber dann, die haben klar genug sehen können, dass hier ein großes Problem besteht. Woher die Ethik für die Zukunft? Weil, wenn man
die Basis für Ethik abschafft, die seit Hunderten von Jahren oder Tausende von Jahren im Westen gegolten hat, das heißt Gott. Wenn man diese transzendentale Basis für die Ethik wegnimmt, woher die Ethik? Wo können wir eine Basis, eine Grundlage für die Ethik finden? Und das ist eine äußerst wichtige Frage. Und ich komme etwas später dazu zurück. Es ist ein Riesenthema und könnte uns für ein paar Vorträge sehr leicht aufhalten. Und es wäre wichtig, weil es hier eine Spannung entsteht. Die Kritik, die ich gelesen habe schon, ist eine moralische Kritik. Die Religion vergiftet alles. Gott ist nicht gut. Alles ist schlecht. Das sind moralische, ethische Urteile. Aber auf welcher Basis bitte? Wenn man Gott abschafft als Basis, hat man eine Basis überhaupt für die Ethik? Ich glaube nicht. Und das ist das tiefste Problem für Europa heute. Wir fangen an, in der Erfahrung zu sehen, was es bedeutet, Gott als Basis der Ethik abzuschaffen. Wir erfahren es direkt in unserer Gesellschaft. So, die moralische Dimension ist äußerst wichtig. Die jüdisch-christliche Tradition für uns seit Jahrhunderten ist die Quelle der Moral. Die neuen Atheisten möchten die Religion abschaffen. Daher müssen sie eine andere Quelle finden. Und es gibt jetzt eine schnell wachsende Literatur, die versucht zu zeigen, dass es durchaus möglich ist, eine Ethik ohne Gott zu entwickeln. Also, hier ist der Agenda der neuen Atheisten. Die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zu Gewalt und Krieg. Zweitens, wir müssen daher die Religion abschaffen. Die Naturwissenschaft wird das erreichen. Drittens, wenn Gott weg ist, brauchen wir eine Basis der Ethik. Der Atheismus und die Naturwissenschaft kann eine absolut adäquate ethische Basis bieten. Und das ist die Problematik, die vor uns heute liegt. Es gibt eine gewisse Ironie hier, dass die Anhänger in ihrem Versuch, den religiösen Glauben auszurotten, der Evolutionstheorie eine wichtige Rolle beimessen. Allerdings scheint die Evolution nicht gerade mitzuspielen, weil neulich im Sunday Times erschien ein Artikel, dieser Artikel kommt aus Jena, ein Studium des Jena Religionenwissenschaftlers Michael Blume mit dem Titel The Reproductive Advantage of Religiosity, der reproduktive Vorteil von Religiosität. Das war eine Umfrage, 82 Länder, und der Titel in England hieß: Atheisten sind eine aussterbende Rasse, da die Natur Gläubige bevorzugt. Und hier ist diese Studie, es ist höchst interessant. Diese Studie ergab, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst besuchen, im Durchschnitt 2,5 Kinder haben.
während Menschen, die nie einen Gottesdienst besuchen, durchschnittlich 1,7 Kinder haben. Und das ist weniger als die erforderliche Zahl, um sich selbst zu ersetzen. Und der Verfasser, der Bericht in England hieß es, der Verfasser, der hieß League, stellt Dawkins Argument, Religionen seien wie psychologische Viren, die Menschen infizieren und enorme finanzielle und gesundheitliche Kosten nach sich ziehen, Blumers Arbeit gegenüber, die genau das Gegenteil nahelegt. Die Evolution bevorzugt Gläubige so stark, dass die Tendenz, religiös zu sein, sich mit der Zeit in unseren Genen verankert hat. So, man sollte doch meinen, dass die neuen Atheisten, wenn sie bezüglich der Evolution recht haben, ihre Gene mit größter Begeisterung verbreiten. Offenbar nicht. Und daher, vielleicht müssen wir das Ganze also einfach aussetzen. Aber vielleicht aber denn nicht. Denn obwohl die neuen Atheisten sich biologisch nicht ersetzen wollen, offensichtlich, das Interesse an der Verbreitung ihrer Gene haben sie verloren. Sie haben die Verbreitung ihres Gedankengutes nicht aufgegeben. Und ich komme zu diesen Fragen. Die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zu Gewalt und Krieg. Warum ist das? Weil Religion mit Glauben zu tun hat. Das ist die erste Antwort dazu. Es gibt eine weit verbreitete Verwirrung darüber, was Glaube ist, vor allem unter Atheisten. Ich hatte eine Debatte mit Professor Peter Singer, der Bioethiker, in Australien. Und am Anfang der Debatte war ich, wie normal, ganz ehrlich mit den Leuten, und ich habe gesagt, dass ich Christ bin und dass meine Eltern gläubig waren und ihre Eltern auch. Und Singer fing an und er sagte, ja, das ist meine größte Einwand gegen die Religion. Dass die Leute bleiben im Glauben, wo sie aufgewachsen sind. Und ich dachte, das wird interessant sein. So, ich kam zu meiner Möglichkeit, etwas zu sagen. Ich sagte, Peter, ich habe öffentlich gesagt, was mein Hintergrund ist. Ich denke, es wäre interessant für die Zuhörer zu wissen, etwas über deine Eltern. Sind sie Atheisten gewesen? Ja, sagt er, die waren Atheisten. Oh, sagt er. Sie sind im Glauben geblieben, wo sie aufgewachsen sind. Nein, sagt er, es ist kein Glaube. Was sagte ich? Ich war unter dem Eindruck, dass sie den Atheismus glaubten. Und er, ein Philosoph, er hat nicht eingesehen, dass seine Weltanschauung ein Glaube ist. Wie ist das möglich? Dass ein führender Philosoph, kein Dawkins, ein Philosoph kann nicht Einsicht haben, dass seine Weltanschauung von ihm geglaubt wird, weil der Begriff Glaube ist umdefiniert worden von den neuen Atheisten. Und manche Leute haben es nicht gemerkt. Vor allem Christen haben es nicht gemerkt. So bekomme ich auch die Anfrage, sind Sie bereit zu kommen und einen Vortrag über Glaube und Naturwissenschaft zu halten? Und ich sage zu den Fragenden,
Wollen Sie, dass ich über Gott rede? Oh ja, freilich. Aber ich kann über Naturwissenschaft und Glaube sprechen, ohne Gott zu erwähnen, weil Glaube ein Bestandteil der Naturwissenschaft ist. Meine lieben Leute, hier ist etwas äußerst wichtig. Die Terminologie, die Begriffe, die wir verwenden, sind sehr, sehr wichtig und es führt so leicht zu Missverständnissen. Was verstehen wir unter dem Begriff Glaube? Die neuen Atheisten verstehen, dass man an etwas glaubt, ohne dass es jegliche Beweis, Bestätigung, Indizien oder Grund dafür ist. Glaube für sie ist ausschließlich ein religiöser Begriff. Und zweitens, es bedeutet Glaube ohne Basis. Und das müssen wir analysieren. Es ist immer interessant, ein Wörterbuch aufzuschlagen. Glaube, in Englisch Faith. Faith kommt aus dem lateinischen Fides. Und ich lese aus dem englischen Wörterbuch hier. Das lateinische Fides, wie sein griechischer etymologischer Verwandter Pistis, wie es im Neuen Testament heißt, hatte die folgende Hauptbedeutungen. Glaube, Vertrauen, etwas, das Glauben hervorbringt, Beleg, Unterpfand, Schwur, Verpflichtung, Vertrauen auf das, worauf der Glaube sich richtet, Treuegelübdes, Einhaltung des Vertrauens, Treue. So die Hauptbedeutungen des Wortes sind Vertrauen, Zuversicht, Verlass und Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf Zeugnisse oder Quellen entsteht. Das ist etwas anderes, nicht wahr? Das Wort Glaube ist ein alltägliches Wort. Das ist die erste Bemerkung. Vertrauen, genau dasselbe. Und während der finanziellen Krise haben wir gemerkt, wie Vertrauen verschwand. Und es gab kein Vertrauen mehr in gewissen Bankiere und in ihre Aktivitäten. Und daher hatten wir große Probleme. Der Markt ist gefroren. Warum? Weil keine Vertrauensbasis gab. Und krampfhaft kommen wir ein bisschen zurück und nur in der Proportion, wo eine Basis für Vertrauen wächst. Vertrauen ist und Glaube in der Hinsicht ist ein normales Wort. Wenn wir Geld von einer Bank bekommen wollen, wir hoffen, dass der Bankier uns glaubt, Vertrauen in uns setzt, aber wir müssen Belege. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte 500.000 Euro. Nein, es muss eine Basis geben für dieses Vertrauen, das wir von ihm oder von ihr erwarten. Aber die neuen Atheisten sind sehr klug gewesen. Die haben das Wort umdefiniert, so dass sie sagen können, zum Beispiel hier Dogen, Atheisten haben keinen Glauben. Was? Er glaubt seinen Atheismus. Aber weil er Glaube definiert hat als religiöser Begriff, das bedeutet Glaube ohne Basis, er kann sowas sagen. Man kann nachweisen, sagt er weiter, dass der Glaube eines der größten Übel der Welt ist. Zu vergleichen mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Glaube, der nicht auf Belegen beruht, ist das Hauptübel jeder Religion. Und dann sagt er, ironischerweise, meines Erachtens, wissenschaftlicher Glauben beruht ihm zufolge auf öffentlich überprüfbaren Belegen. Aber er sagt, er hat keinen Glaube.
Es ist eine totale Verwirrung, die hier vor uns liegt. Mark Twain hat mal geschrieben, das Glaube bedeutet, an etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es nicht wahr ist. Und viele neue Atheisten folgen ihm. Glaube als eine unbegründete Überzeugung ist nicht Glaube im normalen Sinn. Und in den meisten Sprachen Europas wenigstens. Wir haben einen speziellen Terminus für diese Art Glaube. Blinder Glaube. Wir stellen ein Adjektiv vor dem Wort, vor dem Substantiv. Glaube, blinder Glaube, weil wir meinen, hier ist das Auge schließen, ohne Basis, man geht in Unsicherheit und in die Dunkelheit. Und es wäre viel besser, wenn die neuen Atheisten hier klar waren und das Wort blind hinzugefügt hat. Sonst kommt man mit Hitchens in eine herrlich törichte Verwirrung. Hier ist Hitchens. Unser Glaube ist kein Glaube. Ich denke, die meisten von uns haben ein bisschen Logik in unserem Herz und Gehirn und Verstand. Das ist Quatsch. Unser Glaube, es ist ein Glaube, ist kein Glaube. Auch unsere Prinzipien sind kein Glaube. Also, blinde Glaube kann gefährlich sein. 11.9. New York. Blinde Glaube ist sehr gefährlich. Und so die nächste Frage für uns als Christen. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden, weil andere Religionen müssen hier für sich selber sprechen. Ich werde als Christ sprechen. Ist der christliche Glaube ein blinder Glaube? Viele unserer Mitmenschen verstehen es so. Ist es wirklich so? Und das bringt uns natürlich direkt zum Neuen Testament. Aber interessanterweise, die neuen Atheisten zitieren Jesus, um zu bestätigen, dass Christus von uns blind Glaube erwartet. Zum Beispiel der bekannte Philosoph bei uns, Julian Baggini, und andere auch, die gehen zu der Geschichte von der Begegnung des zweifelnden Thomas mit Jesus in Jerusalem nach der Auferstehung. Und Johannes, wie wir wissen, erzählt in seinem Evangelium, dass Thomas nicht bei den anderen Jüngern war, als sie Jesus sahen. Er weigerte sich, ihre Geschichte zu akzeptieren, bis er sichtbare und spürbare Belege bekam. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und dann sagt Johannes, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihm. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und hier kommt die neue atheistische Auslegung der Schrift. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Eine ziemlich bequeme Maxime für ein Glaubenssystem, für das es keinen Beleg gibt. Und als ich das gelesen habe, habe ich die Frage gestellt, kann der Mann nicht lesen?
Das ist eine Interpretation. Ich lese es wieder. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Aber was hat Jesus zu Thomas gesagt? Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die keinen Beleg haben und doch geglaubt haben? Nein. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Sehen ist nur eine Art Beleg, aber nicht die einzige Art. Hier sitzen wir, 21. Jahrhundert Deutschland. Niemand von uns hat Jesus gesehen in derselben Art und Weise, wie Thomas ihn gesehen hat. Wir haben ihn nicht gesehen. Haben wir keine Belege oder Indizien, dass er existiert hat oder Gott ist? Wir haben jede Menge. Die Leute können nicht lesen oder wollen nicht lesen. Und es ist äußerst ironisch, weil der nächste Satz im Johannes-Evangelium, der nächste Satz, es heißt, dass Jesus viele andere Dinge gemacht hat, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Aber diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch ihn ewiges Leben bekommt. Das heißt, der ausgerechnet, der nächste Satz sagt, dieses Buch, Johannes-Evangelium, ist voll mit Belege, Indizien, dass Jesus der Messias ist und so weiter. Und ist eine Basis, um ein begründetes Glauben aufzubauen. Aber die Leute lesen den Kontext überhaupt nicht. Und das ist eine Tragödie. Weil es ist einfach eine falsche Darstellung dessen, was im Neuen Testament vorkommt. Glaube im christlichen Sinne ist Vertrauen, das eine Basis hat. Das ist das normale Art und Weise, die normale Art und Weise, wie das Wort benutzt wird. Ich habe Vertrauen in meine Frau. Auch keine Basis. Nein. Jahrelang Basis. Das bedeutet nicht, dass ich alles über sie weiß. Und manchmal in unseren menschlichen Beziehungen müssen wir Vertrauen haben, wo wir nicht alles wissen. Aber das bedeutet auch dort nicht, dass wir keine Basis haben. Wir haben die Basis aller vorhergehenden Erfahrungen. Glaube im christlichen Sinne ist kein Existenzialismus. Glaube an Glaube. Nein, es ist Glaube an Gott und es ist Glaube auf Gott. Wenn das nicht der Fall wäre, müssten wir alle unsere Bibel wegwerfen, weil die Bibel behauptet, Grund zu sein. Das ist äußerst wichtig, weil das von der Welt nicht verstanden ist. Wenn Richard Dawkins mich trifft, er meint, ich bin ein gläubiger Mensch. Und das ist keine positive Aussage von ihm. Das bedeutet für ihn, ich glaube ohne Belege. So, es hat keinen Zweck, mit mir zu reden, weil per Definition habe ich keine Gründe. Das ist sehr simplistisch, nicht wahr? Aber wenn wir nicht wissen, was diese Leute vom Glauben halten, dann entsteht auch in uns eine Verwirrung. Wir müssen immer wieder kommen, zurück zu der Definition, die wir im Neuen Testament finden. Ein Atheist, Terry Eagleton, der sehr schön schreibt, ein angesehener britischer Literaturkritiker, sagt über Dawkins, Dawkins betrachtet allen Glauben als blind und in seinen Augen werden alle christlichen und muslimischen Kinder dazu erzogen zu glauben, ohne zu hinterfragen.
Nicht einmal die beschränkten Geistlichen, die mich im Gymnasium herumschubsten, dachten das. Für die Hauptströmungen des Christentums haben Vernunft, Argumente und ehrliche Zweifel immer eine unerlässliche Rolle im Glaubensleben gespielt. Glauben beruht sich auf Tatsachen. Und dieser Einwand gegen den Begriff Glaube ist mit einer anderen Einwand verbunden. Glaube ist, sagen die neuen Atheisten, eine Wahnvorstellung, der Gotteswahn. Woher kam das? Von Freud natürlich. Es war Freud, der nicht zuerst Glaube an Gott als Wahnvorstellung beschrieben hat. Aber das ist schon sehr alt, weil im Neuen Testament finden wir das in der Apostelgeschichte. Der Porcius Festus und König Herodes Agrippa, als sie Paulus vor Verhör, als sie seine Verteidigungsrede gehört haben, Festus hat gesagt, du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. So diese Idee, dass der Glaube an Christus ein Wahnsinn ist, ist 2000 Jahre alt. Nicht neu, aber wird immer neu gebracht. Und so sagt Dawkins, Glaube an Gott ist wie Glaube an den Weihnachtsmann oder Gnome oder Zahnfee und so weiter. Ja, ich weiß nicht, was dazu zu sagen, das ist so falsch. Ich meine, denken wir an den Weihnachtsmann. Viele von euch denken sehr gern an den Weihnachtsmann, weil das positive manchmal Auswirkungen hat. In England zumindest, der Weihnachtsmann bringt Geschenke. Also, als ich Kind war, habe ich eine Zeit lang an den Weihnachtsmann geglaubt. Und dann habe ich entdeckt, nein, das ist nur eine Fantasie. Aber ich habe geschwiegen, weil ich sah, dass es gewisse Vorteile hat, weiter so zu machen. Aber was ich nie begegnet bin, ist ein Erwachsener, der angefangen hat, an den Weihnachtsmann zu glauben. Ich habe hunderte von Menschen getroffen, die angefangen haben, an Christus zu glauben, an Gott zu glauben. Gott im selben Topf wie der Weihnachtsmann zu werfen, ist alogisch und einfach total falsch. So, welche Art Gott? Es gibt Götter, die Fantasien sind. Ist der Gott der Bibel eine Wahnvorstellung? Es ist ein neues Argument für die neuen Atheisten. Vielleicht das ist das einzige Argument, das ich neu finde. In Oxford, wir haben jedes Jahr fast eine Gottdebatte. Und das ist eine formale, parlamentarische Art Debatte mit 2 Seiten Konfrontation, 3 Redner auf einer Seite, 3 Redner auf der anderen Seite, Votum und so weiter und so fort. Und ich bin dabei gewesen letzten November und es war sehr interessant. Dawkins ist gekommen, aber wollte nicht teilnehmen. Aber natürlich saß er zwischen den 3 Atheisten und sah mich an auf der anderen Seite der Flur. Und hier war das Hauptargument. Die haben zu mir gesagt, Sie, Herr Lennox, Sie sind Atheist. Gegenüber Artemis, Baal, Diana, Zeus, Wotan und so weiter. Sehr langweilig von A bis Z fast. Durch die Götter. Und dann kam der große Schluss. Wir zählen nur noch einen Gott dazu.
Wir sind auch Atheisten dem Gott der Bibel gegenüber. Wunderbar. Und was beweist das? Dass sie kein Verständnis haben von der Natur der antiken Götter und vom Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und den Göttern der Antike. Werner Jäger ist der Weltexperte darüber, hat in Oxford geschrieben, maßgebende Buch über die Götter der Griechen und so weiter. Was so interessant darin ist zusammenfassend sagt er, die Götter der Antike, sämtliche, kommen aus dem All. Das heißt, die haben eine physikalische Herkunft. Die Mythen von den Babyloniern zum Beispiel erzählen in ihrer Theogonie, wie die Götter entstanden sind aus der primären Materie des Alls. Die sind materiellen Götter im buchstäblichen Sinn. Und dann sagt er, der Gott der Bibel hat das All geschaffen. Das heißt, die anderen Götter sind produziert durch das All und sind Wahnvorstellungen. Der Gott der Bibel hat das All produziert. Ich habe gestern erwähnt, wie wichtig es ist, uns klar zu sein über, was wir unter dem Begriff Gott verstehen. Der Schöpfer des Alls ist kein Produkt des Alls. Und so, das Argument ist inhaltlos, obwohl ich höre es von sehr vielen Leuten. Die Götter der Griechen, wie der Gott von Donner und Blitzen, verschwand durch einige Schritte in der Naturwissenschaft. Der Gott der Bibel nicht. Er, wie ich gestern Abend gesagt habe, Glaube an ihn war der Motor, der die Naturwissenschaft getrieben hat. Aber es gibt ein schönes Buch in Deutsch. Eine kurze Geschichte des Größten von Manfred Lütz. Manfred Lütz ist Psychiater. Und nun hier ist eine Frage. Dawkins meint, dass Gott eine Wahnvorstellung ist. Das ist ein psychiatrischer Begriff. Er ist kein Psychiatrist. Ich auch nicht. Und daher, wenn man kein Fachmann ist im Gebiet, es ist erforderlich, dass wir schauen zu sehen, was sagen die Psychiater dazu. Sehr interessant. Manfred Lütz. Er sagte natürlich, wenn es keinen Gott gibt, Freud gibt uns ein sehr gutes Argument, warum die Religion eine Wahnvorstellung ist. Ich möchte etwas Ruhe haben in der Zukunft, ich möchte ein Paradies und so erfinde ich das, wenn es keinen Gott gibt, aber dann geht er weiter. Und er sagt natürlich, wenn es einen Gott gibt, dann ist die Situation deutlich umgekehrt. Atheismus ist auf der Basis desselben Freudschen Argument die Wahnvorstellung. Eine Projektion unseren Wünschen, nie in Berührung mit Gott zu kommen. So, wenn es Gott nicht gibt, Freuds Argument, sehr gut, Religion ist ein Gotteswahn. Aber wenn es Gott gibt, dann ist Atheismus der Gotteswahn. Was beweist das? Dass weder Freud noch Jung noch Frankl behandeln die Kernfrage, ob es Gott existiert oder nicht. So, dieser Argument operiert in zwei gegenüberliegenden Richtungen. Daher habe ich gestern Abend das Beispiel davon erwähnt, wo Stephen Hawking gesagt hat, dass die Religion ein Märchen sei für diejenigen, die die Dunkelheit fürchten. Und ich habe die Antwort gegeben, dass Atheismus ein Märchen sei für diejenigen, die das Licht fürchten. Und was beweist das? Gar nichts. Die Kernfrage ist, ob es Belege gibt für die Existenz Gottes. Die gibt es, aber die kommen nicht aus diesem psychologischen Argument. Aber was sehr interessant ist, dass in England der
ehemaliger Präsident des Royal Colleges für Psychiatrie, hat ein Buch geschrieben als Antwort zu Dawkins. Ist die Religion ein Wahn? Und er sagt mehrere Dinge. Er sagte, dass die positive Auswirkung gesellschaftlich des Glaubens an Gott ist ein Geheimnis, das die Psychiatrie sehr gut bewahrt hat. Und er sagt, wenn die Studien, und es gibt viele davon, in die andere Richtung gegangen wären und wenn sie bewiesen hätten, dass Glaube an Gott schlecht für die Menschen wäre, wäre es überall in der Welt verbreitet. Das heißt, wenn man die Psychiatrie und Psychologie ernst nehmen möchte als Naturwissenschaft, die Indizien gehen in genau die direkt gegenüberliegende Richtung von was Dawkins war. Er sagt nichts über diese Masse von Studien. Gar nichts. Wie ist das? Und das ist, wo ich als Professor in einer Universität etwas Angst habe in diesem Hinblick. Ich rede jetzt über Dinge, die nicht in meinem speziellen Fachgebiet der Mathematik liegen. Das muss eigentlich allen klar sein. Und wenn ich außerhalb meines Gebietes gehe, muss ich die beste Literatur in dem anderen Gebiet betrachten. Aber ich sehe überhaupt keine Indizien, dass Dawkins, Hitchens und so weiter das ernst genommen haben. Ein Beispiel reicht. Wir haben es gestern gesagt, dass Dawkins zurückgezogen hat, was er früher gemeint hätte, dass Jesus nicht existierte. Weil, als er diese Behauptung machte in Gotteswahn, er hat einen Professor in London zitiert, aber er hat nicht erwähnt dort, dass der Professor ein Professor der deutschen Literatur war. Nicht der alten Geschichte. Ich kenne keinen maßgebenden Professor der alten Geschichte, der leugnen würde, dass Jesus nicht existiert. Das heißt, die Leute sind für die Belege oder Indizien überhaupt nicht interessiert. Das ist ein Merkmal des Anti-Intellektualismus, nicht des Intellektualismus. Und ich sage das bewusst, ich bin oft, und ich bin natürlich in derselben Gefahr. Und daher muss ich die besten Argumente der besten Vertreter dieser anderen Themenbereiche, wo ich nicht an und für sich Fachmann bin. So, die nächste Sache ist, dass dieses Umdefinieren des Glaubens hat eine verheerende Wirkung auf viele Leute. Sie sehen nicht, dass Glaube und Naturwissenschaft eng zusammen verbunden sind. Man kann keine Wissenschaft, Naturwissenschaft betreiben ohne Glaube. Wir müssen zunächst einmal glauben, dass es sich lohnt, die Naturwissenschaft zu betreiben. Wir müssen Vertrauen haben in unsere Vernunft. Und gestern habe ich gesagt, dass Atheismus überhaupt keine Basis liefert für Vertrauen in unsere Vernunft. Ich möchte eine weitere Zitat von Alvin Plantinga hier lesen, einem amerikanischen Philosoph. Wenn Dawkins damit recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugung, die sie hervorbringt, einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Und hier kommt ein sehr interessanter Satz. Seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit im Konflikt miteinander stehen, einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Und Thomas Nagel in seinem Buch
Geist und Kosmos. Er, ein Atheist, hat das Gewicht und die Kraft dieses Argument gesehen. Das heißt, der Atheismus untergräbt genau die Rationalität, die nötig ist, um irgendein, geschweige denn ein wissenschaftliches Argument zu konstruieren. Das heißt, sie liefert keine Glaubensbasis, um überhaupt die Naturwissenschaft zu tun. Warum ist die Naturwissenschaft angefangen? Hat sie angefangen? Weil die Menschen an Gott glaubten. Das heißt, es war Glauben an Gott, das der Motor war, der hinter dem Aufstieg der modernen Naturwissenschaft ist. Dann kommen wir geschwind zu dieser oft wiederholten Sache. Die Religion vergiftet alles. Von Christopher Hitchens. Also ich komme aus Nordirland. Und ich bin nur allzu vertraut mit einer gewissen Art von sektierischer Gewalt. Mein Bruder hat sein Leben fast verloren durch einen Terroristenbombenanschlag. So sektierische Gewalt, ich habe das direkt gesehen. Und viele Leute sagen zu mir, wie können Sie an Gott glauben, wenn Sie das gesehen haben? Ist das nicht die Frucht des Christentums? Beide Seiten in Nordirland, die glauben an Gott. Sie meinen, sie seien beiden Christen. Ist das nicht bloß das größte Problem unserer Gesellschaft? Und das kann ich verstehen. Aber wenn wir zum Neuen Testament kommen, haben wir eine Antwort dazu. Wenn ich direkt gefragt werde, wie reagiere ich zu dieser Situation? Ich sage oft, ich schäme mich. Total. Ich schäme mich, dass der Name Christi verbunden ist in einigen Menschenaugen mit Waffen und Bomben und so weiter. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, zu merken, dass diejenigen, die zu einer Waffe greifen im Namen Christi, sind keine Nachfolger Christi, weil er selbst ein solches Benehmen verboten hat. Ich habe lange Jahre mich gewundert, warum es gibt so viele Details im Neuen Testament über nicht bloß der Tod und Auferstehung Christi, sondern der Verhör. Und jetzt verstehe ich, denke ich, ein bisschen mehr zumindest, dass die Ironie des neuen Atheismus ist, dass die Dinge ihrer Anklage, das Christentum Gewalt stiftet, ist exakt und genau, haargenau dieselbe Anklage, die man gegen Jesus gemacht hat. Die meinten, er wäre Terrorist, um es in modernen Sprache auszusprechen. Das war die Anklage. Und Pilatus hat sich sehr interessiert für Leute, die meinen, politische Gewalt in politischen Angelegenheiten zu tun. Und so hat er Jesus verhört. Und er hat ihn freigesprochen von dieser Anklage. Ich habe einmal zu Christopher Hitchens gesagt, Christopher, ich sehe, dass du nie das Neue Testament in diesem Zusammenhang gelesen hast. Und er sagt, wie weißt du das? Weil wenn du nur verstehen würdest, wo Christus in dieser Angelegenheit steht, du wärst für ihn, nicht gegen ihn. Weil deine Kritik gegen Religion ist seine Kritik gegen Religion. Und Pilatus hat ihm die Frage gestellt, Reich, du bist ein König, ja, sagte Jesus, aber nicht im Sinne, wie du meinst. Mein Reich ist nicht dieser Welt, sonst hätten meine Diener gekämpft. Worum ging sein Reich? Ich
bin in die Welt gekommen, um Zeugnis zu geben für die Wahrheit. Was ist Wahrheit, sagt Pilatus. Und ging hinaus und sagte, er ist unschuldig, weil auch Pilatus, der harte Kämpfer, konnte sehen, dass eine Sache kann man nicht mit Gewalt erreichen. Das ist Wahrheit auf ein Volk zu imponieren. Es ist unmöglich. Vor allem, wenn diese Wahrheit eine Wahrheit über Frieden mit Gott, Erlösung, Vergebung, ewiges Leben ist. Es ist äußerst wichtig, meine lieben Menschen. Und es ist interessant, dass diese Frage, ausgerechnet diese Frage, gibt uns die Chance, über den Herrn zu sprechen. Der Spiegelartikel, wo ich am Anfang erwähnt habe, Gott ist an allem schuld. Ist das wirklich wahr? Was werden wir zu Atheismus sagen? Nichts wird erwähnt in der Gotteswahrheit. Ich habe das Lied von John Lennon zitiert. Eine Welt ohne Religion und so weiter. Das ist sein Lied Imagine. Also ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Ich habe auch ein Lied komponiert. Heißt auch Imagine. Stell dir mal vor, eine Welt ohne Mao, ohne Pol Pot, ohne Stalin. Wo lesen wir von dieser Welt bei Dawkins? Nirgends. Weil die Idee ist, alles, Gott ist an allem schuld, Atheismus an nichts. Aber meine lieben Leute, wir müssen am Herzen sein, die Frage stellen, wofür ist der Atheismus verantwortlich? Alexander Solzhenitsyn. Und ich habe es so oft gesehen in Russland, als ich dort war. Hier ist Solzhenitsyn. Wenn ich heute so knapp wie möglich den Hauptgrund der vernichtenden Revolution formulieren sollte, der um die 60 Millionen Menschenleben verschlungen hat, könnte ich es nicht besser ausdrücken als mit den Worten, die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Nietzsche hat vorher gesagt, dass es unmöglich war, den Atheismus zu haben und christliche Werte beizubehalten. Er hat ein Publikum davor gewarnt, dass wenn man Gott annulliert, nimmt man weg alle möglichen rationalen Basis für die Ethik. Dawkins sagt es deutlich. Und ich habe oftmals mit ihm darüber, nicht so oft, aber ich habe es gesagt zu ihm. Er sagt, das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Die DNS weiß nichts und sorgt sich um nichts. Die DNS ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Meine lieben Leute, wenn das der Fall ist, dann existiert der Moral überhaupt nicht mehr. Und hier ist die Frage, wie ist es, dass Dawkins sagen, dass es kein Gut, kein Böses gibt und dann kritisiert das Christentum, weil es böse ist. Dostoevsky hat einmal gesagt, если Bог нет, ist alles erlaubt. Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Er hat nicht gemeint, dass Atheisten sich nicht gut benehmen können. Wir sind alle moralische Wesen nach dem Bilde Gottes gesehen. Und vielleicht in der Fragezeit können wir ein bisschen mehr in diese Richtung eingehen, weil diese Richtung sehr wichtig ist. Was Dostoevsky gemeint hat, ist, wenn wir Gott aus der Gleichung nehmen, bleibt
keine Basis für die Ethik. Wir sehen das heute in Europa. Und es ist wunderbar zu wissen, mit Gott hat man eine rationale Basis für die Ethik. Mit Gott hat man eine Antwort zu diesen Fragen und viele andere Fragen, die im Zusammenhang mit dem neuen Atheismus vorkommen. Aber es ist jetzt 2 Minuten vor 11 und ich habe versprochen, unter schweren Warnungen 2 Minuten vor 11 aufzuhören. Und so tue ich das. Dankeschön.